Im folgenden Video lernen Sie die Funktionen des UI5 Creators von FIS kennen. Der UI5 Creator kann alle ITS-fähigen Dynpros in UI5 konvertieren. Hierzu wird ein fest definiertes Regelwerk verwendet. Dieses besagt beispielsweise, dass alle Abmeldebutton rot umrahmt oder aber die Menüführung stets blau hinterlegt werden sollen. Somit erscheint das SAP EWM Radio Frequency Framework in einer modernen UI5-Oberfläche. Neben der modernen Benutzeroberfläche bietet der UI5 Creator weitere Vorteile. Eines der wesentlichsten Merkmale stellt dabei die Responsiveness dar. Innerhalb der SAP-Umgebung im Standard ist es aufwendig, neue Gerätetypen zu implementieren, da die Dynpros immer wieder neu angepasst werden müssen. Mit dem UI5 Creator der FIS hingegen ist eine flexibel einstellbare Arbeitsumgebung möglich. Somit lassen sich Auflösung und Darstellung jedem möglichen Endgerät anpassen. Ein Beispiel. Zu sehen ist hier zunächst die Umgebung eines iPhones. Bei einem Wechsel zu einem iPad wird automatisch die Darstellung angepasst. Allerdings ist beim Wechsel zum iPad die Anzeige etwas klein geworden. Dies lässt sich durch die Zoom-Funktion beheben. Über die Einstellungen lässt sich für das jeweilige Endgerät die Größe der Anzeigen individuell frei definieren. Trägt beispielsweise ein Lagermitarbeiter aufgrund niedriger Temperaturen Handschuhe, so kann dieser die Größe der Buttons über den Zoom-Faktor einstellen. Ebenso ist es möglich, zwischen den verschiedenen SAP-Designs zu wechseln. In diesem Fall wird das Dark Theme favorisiert. Einen weiteren Vorteil im Gegensatz zum SAP-Standard bietet der Online-Offline-Modus. Im SAP-Standard bricht das Radio Frequency Framework ab, sobald keine aktive Internetverbindung verfügbar ist. Mithilfe des UI5 Creators hingegen werden die Daten zwischengepuffert und die Anwendung nicht abgebrochen. Wird in diesem Fall der Offline-Modus simuliert, bricht die Anwendung nicht einfach ab, sondern es erscheint ein Ladebalken. Dieser verschwindet erst, sobald wieder eine aktive Internetverbindung besteht. Die Anzeige stellt reines Frontend dar, die Backend-Logik bleibt hingegen im Standard. Entwicklungen in ABAP im Backend können weiterhin durchgeführt werden. Der UI5 Creator generiert automatisch das Frontend. In diesem Fall wird beispielsweise eine Kommissionierung durchgeführt. Der Bildablauf ist gemäß SAP-Standard, lediglich das Design unterscheidet sich hier. In der Beispielkommissionierung kann zwischen den SAP-Themes gewechselt und der Zoom-Faktor geändert werden. Auch die Funktionsbutton spiegeln das SAP-Standard wider. Es kann entweder über eine Maus oder via Touch navigiert werden. Die Beispielkommissionierung wird durchgeführt. Der Ablauf spiegelt den SAP-Standard wider und der Nutzer bewegt sich ausschließlich im Frontend. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu.